Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit nach Bangkok, also ans ganz andere Ende der Welt und zeige euch, wie man diese super faszinierende Stadt auch mit kleinem Geldbeutel und dabei entspannt entdecken kann. Ich bin Manja und zusammen mit meiner Tochter Lotti reise ich jetzt die nächsten 2 Monate mit unseren Rucksäcken durch ganz Thailand. Natürlich habe ich mir vor der Reise auch verschiedene Travel-Videos angeschaut, weil wir jetzt das erste Mal in diesem Teil der Welt sind und habe jetzt aber, nachdem wir selbst 4 Tage da waren, festgestellt, dass ich manche Sachen schon gern vorher gewusst hätte. Das macht einfach einen Unterschied, ob man mit Anfang 20 hierher kommt oder eben mit Anfang 40 und vielleicht auch ein bisschen andere Prioritäten hat. Von daher werde ich euch in diesem Video meine ganz persönlichen Eindrücke zeigen. Also keine Top 10 Must-Sees, so wer das sucht, das wird es hier nicht geben, sondern ich zeige euch, was ich gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, was ich spannend fand, was es da so alles zu entdecken gibt. Und es ist mir wichtig, zeige euch anbei auch lauter praktische Tipps, also sowohl zu Transportmitteln, zur Reiselogistik ganz allgemein, aber natürlich auch zum Streetfood, das hier ganz, ganz großartig ist. Ich wünsche euch jetzt also ganz viel Spaß in Bangkok und los geht's. Gleich mal vorneweg, unser erster Eindruck war wirklich genauso überfordernd, wie wir dachten. Bangkok ist einfach eine Megacity mit inzwischen knapp 11 Millionen Einwohnern in der Stadt selbst und etwa 17 Millionen in der Metropolregion. Gleichzeitig hat es nur einen verschwindend geringen Anteil an Straßen. Während also zum Beispiel in New York 38% und in Tokio 23% der Stadtfläche von Straßen jeder Größe beansprucht wird, sind es in Bangkok gerade einmal 7%. Allerdings liegen die Zentren der Stadt zum Teil abenteuerlich weit auseinander. Das Ergebnis ist ganz klar, es gibt einfach viele Stunden am Tag Stau. Aus dem Grund ist der beste und auch preisgünstigste Weg, Bangkok zu erkunden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regierung hat in den letzten Jahren über 9 Milliarden Euro in den Ausbau investiert und mittlerweile ist ein so gut 300 Kilometer langes Schnellbahnnetz in Betrieb, immerhin etwa doppelt so groß wie das U-Bahn-Netz in Berlin. Es gibt den BTS Skytrain, die MRT Metro und den ARL Airport Link. Die Züge fahren unheimlich pünktlich und wir waren super beeindruckt davon, wie einfach und gut geregelt alles ist. Klasse ist, dass man wirklich ganz einfach Tickets kaufen kann und man bekommt dann, das finde ich ganz gut, so Plastik-Token. Die sind umweltfreundlich, mit denen kann man einfach einsteigen und wenn man wieder auscheckt, also wenn man an der Endstation angekommen ist, dann wirft man die in die Schleuse quasi und dann gehen die wieder zurück ins System. Was natürlich spannend ist, ist, dass man in der thailändischen Metro auf dem Hinweisschild, wem man da so einen Platz anbieten sollte, eben auch buddhistische Mönche mit abgebildet sind. Also das fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann ist auch so der Ablauf in der Metro wirklich super akkurat. Also es ist ganz klar, wer wo zu stehen hat, da drängelt niemand, es ist nicht laut, also es ist echt spannend. Für eine Strecke von etwa 30 Minuten haben wir umgerechnet 1 Euro bezahlt, also so 35 bis 37 Baht. Und eine Alternative zu den Öffis und ebenfalls günstig, gerade für kürzere Strecken, sind die beiden Apps Grab und Bolt. Ehrlich gesagt waren die nach kurzer Zeit für uns die absoluten Gamechanger. Beides sind Apps, die mit Uber vergleichbar sind, ne, wer das kennt irgendwie aus Europa. Und egal ob kurze Strecken oder längere, wenn man allein unterwegs ist, kann man sich gut auf einen Motorroller trauen. Das scheint das mit Abstand beliebteste Fortbewegungsmittel zu sein. Und trotz Stau geht es meist fix und kostet wirklich nicht viel. Wenn man den Dreh einmal raus hat, dann macht es wirklich Spaß. Und bei den langen Strecken, die immer noch nicht gut mit den öffentlichen zu erreichen sind und zum Laufen einfach zu weit, sind Grab und Bolt eine echte Alternative. Für eine Strecke von 2 Kilometern, das war mein erster vorsichtiger Test, habe ich 11 Baht gezahlt, umgerechnet 30 Cent. Und für eine längere von etwa 12 Kilometern dann umgerechnet 3,60 Euro. Wichtig ist immer nach einem Helm zu fragen. Und beide Apps gibt es natürlich auch mit Autos und die machen zu zweit oder dritt natürlich mehr Sinn. Außerdem hat man während einer solchen Fahrt auch mal so 20 oder 30 Minuten Ruhe von der zum Teil wirklich ganz schön wuseligen Stadt. Die Installation und Benutzung sind super einfach und mir gefällt besonders, dass beide zahlreiche eingebaute Sicherheitsmaßnahmen haben. Außerdem kann man aktiv auswählen, ob man zum Beispiel mit einem E-Auto fahren möchte
Oder ob man zum Beispiel eine Fahrt als Frau mit einer Fahrerin buchen möchte. Und gerade bei Fahrten am Abend habe ich mich dabei ehrlich gesagt einfach noch ein kleines bisschen wohler gefühlt. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass es natürlich auch Busse, Taxis und Tuk-Tuks gibt. Die Busse waren uns aber zu unzuverlässig und die letzten beiden einfach zu teuer. Am ersten Tag in Bangkok haben wir uns ehrlich gesagt so ein bisschen verloren gefühlt. Man hat ja irgendwie Jetlag, es ist heiß, es ist trubelig, es ist laut. Und ja, wir wussten jetzt nicht so richtig, wie wir da anfangen sollen und waren ein bisschen überfordert, weil sämtliche Reiseführer und Dokus natürlich sagen, dass es so mindestens 20 Top-Sehenswürdigkeiten gibt, die man irgendwie unbedingt gesehen haben muss. Und wir haben uns jetzt nicht so richtig in der Lage gesehen, die alle da der Reihe nach abzuklappern in dem Zustand. Deswegen sind wir einfach erstmal losgelaufen in unserem Viertel. Ich finde, dass es sowieso ganz klasse ist, einfach erstmal sich in so quasi konzentrischen Kreisen um vielleicht einen bekannten Ort herum zu bewegen. Und wir hatten das Glück, dass wir morgens immer mit so einem Tuk-Tuk zum Frühstück gefahren wurden, weil in unserem Hotel gerade Bauarbeiten im Frühstücksraum waren, sodass wir da schon mal auch einen kleinen Überblick hatten. Genau, und dann sind wir ganz zufällig gleich bei uns um die Ecke rum auf ein riesengroßes Einkaufszentrum gestoßen, das wir jetzt so in der Form in Europa auch noch nicht gesehen haben. Die M-Sphere. Das ist ein Shopping-Tempel, der ehrlicherweise wirklich nur für die thailändische Oberschicht und halt für Ausländer überhaupt geeignet ist, so von den Preisen her. Aber es war für uns so ein relativ softer Einstieg, muss man mal sagen. Es war spannend genug und irgendwie auch exotisch genug, dass wir dachten, okay, wir sind jetzt hier woanders und trotzdem haben wir auch noch ganz viel wiedererkannt. Was völlig skurril ist, dass in diesem riesen Einkaufszentrum einfach eine komplette Etage mit einem Ikea belegt ist. Also wirklich ein Ikea mitten in Bangkok. So, erste Amtshandlung. Lotti hat sich jetzt hier gerade einen Hotdog geholt für, ich glaube, 22 Cent. Glückliches Kind. Mit der Aussicht. Und dann gibt's da eine super schöne Dachterrasse. Also man kann da wirklich, man hat einen ganz tollen Blick über die Stadt. Da gibt's ganz viele Bars und Cafés oben. Und das ist schon richtig, richtig nett. Von der M4 sind wir dann weitergelaufen in Richtung U-Bahn-Station und da gibt's das Terminal 21. Noch ein riesen Einkaufszentrum, genauso edel. Und da gab's aber einen Food Court, der deutlich günstiger ist als in der M4. Also da gab's ja auch ganz viel zu kaufen, aber es war ziemlich teuer und im Terminal 21 ist es einfach günstiger und man findet auch schon so ganz typisches Thai-Essen. Ja, und vom Terminal 21 sind wir dann mit der Metro auf den Chatuchak Market gefahren. Und das ist einfach, man kann das kaum beschreiben. Am Ende war ich dann auch zweimal da, weil ich in einem Tag überhaupt gar nicht alles erfassen konnte. Das ist einer der mit Abstand größten Märkte ganz Asiens. Und der hat
insgesamt rund, jetzt haltet euch fest, 15.000 Stände auf 10 Hektar. Da sind am Tag etwa 200.000 Besucher, wirklich aus aller Herren Länder. Und auch die Stände kommen eben aus ganz Asien. Also da sind nicht nur thailändische, sondern auch Stände aus Indonesien, Sachen aus Myanmar, aus Laos, aus Kambodscha. Also was man sich da so vorstellt, auch japanische Sachen habe ich gesehen. Es ist völlig verrückt und man kann da echt alles kaufen. Also es gibt Pflanzen, es gibt Dekoartikel, es gibt alle möglichen Einrichtungsgegenstände, Keramik, Porzellan, Holz, Kokos. Es gibt natürlich unheimlich viel Kleidung. Es gibt ganz typisch thailändische Sachen, es gibt Bikinis, aber es gibt auch wirklich relativ westliche Mode. Es gibt so Leinensachen und es gibt natürlich auch unheimlich viel leckeres Essen. Also da war dann unsere erste richtige Streetfood-Erfahrung und die war super. Also der Markt ist, ja, den muss man, glaube ich, wirklich gesehen haben. Das ist unglaublich. Und die Preise sind natürlich gut. Man kann auch immer noch ein bisschen handeln. Also am Ende habe ich dann an meinen Ohrringen nochmal ein bisschen verhandelt. Aber ich finde auch wichtig, dass man da realistisch bleibt. Also dass man dann auch nicht so ganz übertrieben weit runtergeht vielleicht. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja, und wenn man da schon mal ist, dann kann man ganz einfach einmal über die Straße gehen und kommt dann zum Red Building, so haben die Einheimischen uns das genannt. Also das ist dann nochmal ein großer Gebäudekomplex, in dem auch quasi lauter Stände sind. Schon wenn man reinkommt, läuft man vor dem Gebäude an so einer Art Flohmarktbereich vorbei, wo es auch alles gibt, also richtige Flohmarktsachen, zum Teil auch europäische, ganz skurril, richtige Antiquitäten auch. Und dann gibt's da von Etage zu Etage eben ein unterschiedliches Sortiment. Es gibt da natürlich auch, weiß ich nicht, Schuhe, Taschen, Gürtel, Elektronik, aber auch Schmuck und Edelsteine und Kleidung. Und das fand ich total cool. Es gibt auch richtige so Upcycling-Stände. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Laden gefunden, den fand ich richtig schön. Da wurden quasi aus lauter Altkleidern ganz schicke neue Designersachen genäht. Also super bunt, super voll, super laut, aber auch mega, mega spannend. Als ich mich dann auf den Weg in die Altstadt gemacht habe, habe ich natürlich überlegt, mir den Königspalast und auch den Wat Pho anzuschauen, also den größten und auch meistbesuchten Tempel des ganzen Landes. Ehrlich gesagt war ich da aber so ein bisschen überfordert, weil ich gelesen habe, dass man da mindestens 2 Stunden einplanen soll, weil die Anlage einfach so groß ist und es da auch so viel zu sehen gibt. Und ich aber dachte, ich verstehe das ja jetzt ehrlicherweise ohnehin nicht so richtig, was ich da sehe. Und dann fand ich 2 Stunden, ja, also nicht so richtig passend. Und habe mich dann am Ende dagegen entschieden. Es ist auch einfach ja warm und man läuft dann da halt lange, lange umher. Falls ihr das aber machen wollt, dann braucht ihr für den Königspalast auf alle Fälle auch ein Ausweisdokument. Also das ist ganz wichtig. Was ich dann gemacht habe, ich bin einfach an den beiden vorbeigelaufen und habe dann mehr oder weniger zufällig an der Straße einen ganz kleinen Tempel, ein ganz kleines Kloster gefunden. Und das heißt Wat Ratchapradit. Und das war irgendwie schön, weil es so ganz niederschwellig war. Also man konnte wirklich einfach von der Straße aus direkt einmal reingehen. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, habe da die Ruhe genossen und habe einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen, wie es sich in so einem Kloster anfühlt. Also das wäre ein Tipp von mir, dass ihr vielleicht die ganz großen Tempel nicht unbedingt ganz am Anfang macht, also ne, und dann eher mal in so einen kleinen geht. Und was ganz besonders nett ist, direkt um die Ecke rum ist dann der Saran-Rom-Park und der ist echt toll. Also der ist ja ganz, ganz ruhig auch. Und ich sage jetzt so oft ruhig, weil es wirklich einfach eine laute Stadt ist mit den vielen Menschen. Also der ist ruhig, da kann man dann ganz gut mal durchatmen. Und ja, so das Grün und diese üppige tropische Natur auch genießen. Ganz in der Nähe befindet sich der Lac Muang Schrein. Und der ist was Besonderes, weil er den Grundstein der Stadt Bangkok beherbergt. Und zwar wurde Bangkok ganz geplant ja als neue Königsstadt am 21. April 1782 um 6:54 Uhr. Das wurde im Vorfeld astronomisch berechnet, dort gegründet. Und man glaubt auch, dass da der Sitz des Schutzgeistes der Stadt ist. Ganz besonders Menschen, die also Glück brauchen, so wie zum Beispiel Lotteriespieler, aber auch kinderlose Paare, kommen hier in diesen Schrein und bitten dann eben dort um Glück.
Weiter ging's dann auch für mich auf die Khao San Road. Die Khao San Road ist die Straße in Bangkok, wahrscheinlich eine der Straßen für Backpacker auf der ganzen Welt überhaupt. Also es ist echt das absolute Zentrum und super legendär. Alle Hippies, alle Backpacker, alle Feierwütigen treffen sich da. Manche sagen so ein bisschen scherzhaft vielleicht auch, das ist so der Ballermann von Bangkok. Also es ist echt das Ding. Und ich dachte, okay, einmal angucken kann ich mir das. Ich bin da aber tagsüber lang gelaufen. Abends war Lotti da. Da ist da offensichtlich richtig was los. Also da ist es richtig laut aus allen Clubs, ist da ganz laut Musik. Am Tag war es einfach nur ein bisschen skurril. Also ich habe das schon total verstanden, wie es sich da so anfühlt. Aber weiß ich muss da jetzt nicht unbedingt gegrillte Skorpione essen oder irgendwas anderes von diesen ganzen abgefahrenen Sachen. Viel spannender fand ich, dass die Parallelstraße, und das ist jetzt auch ein ganz ernst gemeinter Tipp, die sogenannte Rambutri Road oder Rambutri Alley, für mich viel, viel schöner war. Also mit überhaupt gar nicht laut mal als erstes, sondern mit cooler Musik, auch mit Live-Musik, mit vernünftigen Preisen und mit einem ganz schönen Ambiente. Also die hat mir richtig gut gefallen. Da war ich auch mehrmals, tatsächlich also an mehreren Abenden und habe mich da auch mal hingesetzt für einen Cocktail, auch mit Lotti. Das also taugt auch für jüngere Leute, aber hat eben nicht ganz so dieses totale Party-Feeling. Also die Rambutri Road, eine absolute Empfehlung. Und dann fand ich es einfach auch schön, mal an den Fluss zu gehen. Also, der Chao Phraya ist ja der Fluss, der sich so durch Bangkok schlängelt. Und auch wenn ich ihn jetzt ehrlicherweise nicht ganz so malerisch fand und auch das Ufer nicht so schön angelegt, wie ich das aus vielen europäischen Städten kannte, ist es trotzdem ja immer wieder schön, auch mal kurz am Wasser zu sein. Und man kann da, es gibt einen ganz netten kleinen Weg, den man da auch lang gehen kann. Beim nächsten Bangkok-Besuch würde ich übrigens unbedingt schauen, dass ich mir den Wat Arun-Tempel noch anschauen kann. Also das soll so der eindrucksvollste von allen sein. Der Eintritt kostet irgendwie nur 100 Baht. Man kann ganz leicht mit der Fähre darüber fahren. Und das ist was, also ich glaube, inzwischen fühle ich mich jetzt irgendwie auch bereit, da dann nochmal hinzugehen. So, als letzten Tipp für einen Bangkok-Besuch kann ich absolut das Icon Siam Einkaufszentrum empfehlen. Das ist, okay, noch ein Einkaufszentrum, aber das hat auch einen richtig beeindruckenden Food Court, der nach Regionen aufgeteilt ist. Also wenn man mal probieren will, was gibt's im Norden Thailands, im Nordosten, im Zentrum und im Süden so an unterschiedlichen Speisen, ist man da genau richtig, ist gut angelegt. Und dann, und das ist jetzt zwar kein Geheimtipp mehr, aber dadurch auch immer noch genauso schön, hat man da einfach eine super schöne Terrasse, von der aus man den Sonnenuntergang ganz toll beobachten kann. Also da kann man die Skyline von Bangkok super sehen und auch ein paar schöne Fotos machen. Also Icon Siam Einkaufszentrum auf der anderen Seite des Flusses ist auch eine absolute Empfehlung. Am Ende habe ich jetzt ganz viele der Must-See-Attraktionen auch nicht gesehen, hatte aber 4 super bunte, spannende, abwechslungsreiche Tage in Bangkok und habe durchaus das Gefühl, dass ich auch so einen Eindruck von der Stadt bekommen habe, der sehr abwechslungsreich und auch realistisch ist. Also das Sobald man in den Supermarkt schaut, sieht man, wie anders so die Auswahl ist. Nicht nur, dass es gesalzene Mangos und Papayas gibt, es gibt auch Sachen, die wir jetzt noch gar nicht so richtig einordnen konnten, ehrlich gesagt. Und das trifft jetzt nicht nur für die Süßigkeiten zu, sondern irgendwie für alle Kategorien. Wir hatten aber das große Glück, im Flugzeug schon Aum zu treffen, junge Thailänderin, und die hat uns gesagt, dass jeder 7-Eleven so Backpacker-Notfall-Sets bereithält für wenig Geld. So Sandwiches, die man sich dann da auch warm machen lassen kann, mit Käse und Schinken. Also das geht vielleicht für den Anfang, wenn man sich noch nicht so viel traut, auf alle Fälle. Und dann sollte man aber unbedingt anfangen, die leckeren Fruchtshakes mal zu probieren, sich das Obst am Straßenrand zu kaufen und natürlich auch Pad Thai. Das absolute Nationalgericht gibt's vegetarisch oder auch sogar vegan und natürlich ansonsten mit Hühnchen und Shrimps und ich weiß nicht noch was. Und als Tipp vielleicht, was richtig lecker ist, ist, wenn man sich hinterher dann noch eine halbe Limette drüber presst und so ein paar Erdnüsse mit drauf streut. Das ist hier übrigens der beste Parteistand, den ich bis jetzt so gefunden habe in der Rambutri Road.
Ja, und ansonsten gibt's natürlich aber auch frittiertes Gemüse. Ich habe hier so Golden Needle Mushrooms frittiert probiert. Da kommt es dann immer auch so ein bisschen noch drauf an, welche Soße man dazu nimmt. Aber so scharf ist es dann jetzt auch nicht. Also das war völlig okay. Und es gibt letztlich aber auch Sachen, so wie Roti, die sind süß. Also es ist ein bisschen wie ein Crepe mit verschiedenem Belag, aber ein bisschen knuspriger gebacken. Und ich glaube, einfach ausprobieren. Also alles, was für euch so spannend aussieht, guckt ein bisschen. Wenn da Thais stehen, ist es auf alle Fälle gut. Und dann guten Appetit. Okay, wenn ihr ankommt am Flughafen in Bangkok, dann ist natürlich somit das Erste, woran man denkt, erstmal eine SIM-Karte, mobile Daten, damit man dann eben auch entsprechend weitermachen kann. Da würde ich ganz dringend davon abraten, eine SIM-Karte am Flughafen zu besorgen. Da gibt es zwar viele Stände, aber die sind alle ziemlich überteuert. Ihr könnt einfach das kostenfreie Flughafen-WLAN nutzen, euch dann mit Grab oder Bolt eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt darüber quasi buchen und dann in der Stadt zu einer 7-Eleven Supermarktfiliale gehen. Also die gibt es wirklich an jeder Ecke. Ist unfassbar, was sie für eine Dichte haben. Und eigentlich, also jede Filiale, in der wir waren, verkauft dann eben auch SIM-Karten. Da gibt's Touristen-SIM-Karten und Local-SIM-Karten und je nachdem, welche Bedürfnisse ihr so habt, werdet ihr da garantiert fündig. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Local-SIM-Karte mir besorgt, da habe ich 30 Gigabyte für 30 Tage und habe dafür nur 200 Baht bezahlt. Das ist also echt gar nichts. Ihr müsst aber, das ist wichtig, ein Ausweisdokument mitbringen. Also ein Reisepass ist wahrscheinlich das, was ihr am ehesten sowieso mit dabei habt. Und dann installieren euch da die Mitarbeiter gleich alles. Und dann könnt ihr die wirklich einlegen und starten. Also es ist super easy und ihr spart dann einen Haufen Geld. Auch noch wichtig zu wissen ist, dass ihr problemlos Geld abheben könnt überall in Bangkok, sofern ihr eine Kreditkarte habt. Also welche auch immer, eine Reisekreditkarte. Das funktioniert, aber auch wenn eure Bank keine Gebühren erhebt, wird immer die thailändische Bank Gebühren erheben. Und zwar liegen die offensichtlich standardmäßig bei 220 Baht. Das sind also so ungefähr 5 Euro, 5,50 Euro. Es macht also Sinn, gleich eine größere Summe Bargeld abzuheben, damit ihr dann eben nicht jedes Mal diese gut 5 Euro dafür bezahlen müsst. Und als letztes, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen dekadent klingt, aber für uns war es wirklich richtig gut, dass wir uns ein Hotel mit Pool ausgesucht haben. Das war jetzt nicht super teuer, also es war wirklich ein ganz einfaches Mittelklasse-Hotel. Aber nach so einem trubeligen Tag in einer warmen Stadt in so einen in so einen kühlen Pool springen zu können, das war wirklich total angenehm. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, darauf würde ich, glaube ich, echt auch achten. Das war's von mir aus Bangkok. Ich hoffe, dass ihr auch einen kleinen Eindruck von dieser wirklich super spannenden, ganz bunten Stadt bekommen habt, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht habt. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne auch. Schreibt auf alle Fälle einen Kommentar. Wir werden noch mindestens einmal in Bangkok sein, vielleicht auch zweimal. Also falls ihr noch Tipps habt, was wir auf alle Fälle nicht verpassen sollten, dann wäre ich dafür wirklich auch richtig, richtig dankbar. Und in der nächsten Woche geht es für uns nach Koh Chang. Das ist die zweitgrößte Insel Thailands, im Osten gelegen. Und dann schauen wir mal, wie das Inselleben hier so aussieht. Also, euch jetzt noch einen schönen Sonntag, dann eine prima Woche und bis zum nächsten Video.